Einen wundervollen guten Tag, herzlich willkommen zurück mal wieder zu was Allgemeinem zur Webentwicklung und zwar heute mit APIs versus Server-Side-Rendering. Wir hatten darüber schon ein paar Mal gesprochen, ich dachte mir, ein separates Video, damit das ein für alle Mal klar ist vielleicht am besten, denn ich habe sehr viele Fragen zu diesem Thema bekommen. Was ist eigentlich eine API, beziehungsweise wie funktioniert das und warum nicht einfach Server-Side-Rendering benutzen oder was ist das eigentlich? Und ja, zunächst einmal lasst uns angucken, wie Webseiten eigentlich überhaupt aufgebaut sind. Das ist ungefähr der Part hier. Und lassen wir uns einfach mal so berieseln. Also was ist eigentlich, was passiert, wenn ich eine Webseite aufrufe? Sagen wir einfach mal, ich gehe auf themorpheus.de, dann gehe ich eigentlich nicht selber hin und mache diese Anfrage, sondern ich wähle das in meinem Browser an und im Browser drin gebe ich ja die URL an. Diese URL führt mich zu einem Server. Wie das mit DNS und so weiter funktioniert, das wegabstrahieren wir hier jetzt mal. Es geht wirklich um das, wie es auf dem Server eigentlich funktioniert. Also die Kommunikation zwischendrin, schaut euch da gerne die Netzwerktechnik-Reihe an, die ist da ein bisschen detaillierter. Hier einfach nur Kommunikation zum Server, die wird aufgebaut. Und dort drin heißt es dann, ja okay, ich gebe dir jetzt einfach mal hier Folgendes. Denn ein Browser kann eigentlich nicht mehr verstehen als HTML, CSS und JavaScript. Das heißt, ich gebe dem das eben zurück. Es gibt noch andere tolle Sachen. Manche Browser fangen sogar langsam an, Python zu verstehen. WebAssembly ist ein Ding und so weiter und so fort. Ich weiß. Aber grundsätzlich ist das erstmal so die Grundregel. Eine Webseite in HTML, CSS und JavaScript. Und wie das dann vom Browser interpretiert wird, auch hier, das ist eigentlich nicht unser Problem. Wir müssen nur wissen, wie kriegen wir eine Webseite, das heißt in Form HTML, CSS und JavaScript, in unseren Browser rein. Denn, also klar, für die Indexseite von the-morpheus.de, die einfach komplett statisch ist, die immer genau dasselbe anzeigt, ist das super simpel. Da liefere ich einfach immer genau diese 3 Dateien, beziehungsweise diese X-Dateien, weil es mehrere JavaScripts sind, aber grundsätzlich habe ich da kein Problem damit. Problematisch wird es jetzt, wenn ich mich zum Beispiel einloggen kann, wenn jeder seine eigene Datei bekommt. Das heißt zum Beispiel, ich logge mich ein, um als Morpheus-Admin da tätig zu sein und dann bekomme ich eine Admin-Webseite, die auch einfach nur aus HTML, CSS und JavaScript besteht. Und natürlich ist diese Admin-Seite so gestaltet, dass jeder Admin, von dem wir natürlich unfassbar viele haben, nicht, aber egal, YouTube zum Beispiel ist genauso, da braucht man eine Möglichkeit, den Usernamen zum Beispiel anzeigen zu lassen, die abonnierten Kanäle und die Playlisten, die vielleicht für mich relevant sind und so weiter und so fort. Und natürlich funktioniert das dann nicht ganz einfach so, dass ich immer jedes Mal eine perfekte, fertige HTML-Seite zur Verfügung habe und die einfach ausliefern kann. Sonst bräuchte jeder Nutzer, jedes Video und alles, was passiert, ihre komplett eigene HTML-Seite. Das wäre absolut, naja, nicht wirklich effizient. Und deswegen gibt es hier 3 Lösungsstrategien. Man hört meistens nur von 2, weil die dritte ist so ein Mix aus beiden, also so eine Art Mischwesen, wenn ihr so wollt. Aber grundsätzlich gibt es Server-Side-Rendering und es gibt APIs, die das Ganze machen. Und eigentlich ist die Funktionsweise relativ straightforward, wenn man das mal ein bisschen runterbricht. Das heißt, wir gucken uns jetzt mal nur diesen zweiten Aufruf hier an. Ja? Das heißt, was hier oben passiert, das ist uns eigentlich relativ egal, also hier dann tatsächlich. Wir gucken uns diesen Aufruf Login für Morpheus mal genauer an. Okay, also das Ganze sieht ungefähr so aus. Wenn ich jetzt wenn ich jetzt hier diesen Befehl mir mal genauer angucke, dann muss ja irgendwas passieren, damit hier zu meinem Browser wirklich wieder ganz normales HTML und CSS kommen. Ich kann ja nicht einfach so das Ganze erwarten, dass es da funktioniert. Und das passiert über Server-Side-Rendering, sprich im Endeffekt, ich berechne, wie die Seite aussehen soll auf dem Server. Das heißt, wir haben hier einige Berechnungen, die passieren. Grundsätzlich habe ich erstmal eine grundlegende HTML-Form. Wenn wir uns YouTube mal dazu angucken, ja, dann hat ja jeder erstmal dieselbe Startseite. Das heißt, jeder hat links von mir aus seine abonnierten Kanäle, seine Playlisten, seine, was auch immer da noch alles steht. Und auf der rechten Seite hat man, oder in der Mitte hat man zum Beispiel ein Video, ja. Oben hat man dann sein Profilbild und so weiter und so fort. Das ist jetzt nicht mehr das Problem. Das heißt, die grundlegende HTML-Form ist natürlich soweit fertig. Wir müssen nur noch füllen, was quasi an Inhalt da drin ist. Das heißt, welches Profilbild haben wir? Wie heißen wir? Was sind unsere abonnierten Kanäle?
Kanäle. All das sind Informationen, die wir auf dem Server haben, die aber natürlich der Client nicht hat. Also ein Browser, wenn ich das in jedem Browser speichern müsste, funktioniert natürlich nicht. Also nehme ich mir irgendeine Programmiersprache auf dem Server. Gängigstes Beispiel übrigens PHP. Da codet man sogar direkt in der HTML-Datei drinnen und es wird auf dem Server ausgewertet, was ich da eigentlich reinschreibe. Und die Werte, die ich reinschreibe, naja, die landen dann halt einfach in der HTML-Datei drin. Und mit PHP oder PHP kann ich natürlich einfach auf die Datenbank zugreifen, kann dort irgendwelche Usernamen etc. rausholen, kann die da reinklatschen und fertig bin ich. Genau das funktioniert selbstverständlich auch mit Python Flask, mit Express und so weiter und so fort. Ich kann das eigentlich mit jeder Sprache machen. Ich muss halt nur das Ganze überhaupt erstmal implementieren. Das heißt, ich muss quasi serverseitig die Berechnung durchführen und meine HTML-Datei quasi modifizieren bzw. ergänzen für das, was da fehlt und das dann eben da einfügen in mein HTML. Ja, und dieses HTML führe ich dann Richtung Client, sprich, der bekommt einfach auch nur eine HTML-Seite, JavaScript und natürlich CSS. Das heißt, es wird alles auf dem Server berechnet, was angezeigt werden soll. Der Server kennt quasi die fertige Seite für jeden Menschen da draußen. Er speichert sie sich nur nicht. Er berechnet sie jedes Mal neu. Okay, die zweite Lösung für das ganze Problem sind APIs. Und die sind quasi wie clientseitiges Rendering, wenn ihr so wollt. Grundsätzlich haben wir hier nämlich erstmal, wir fragen an, ey, gib mir mal doch bitte die Webseite, zum Beispiel YouTube eben mit meinem Profil. Und was wir liefern als Server ist erstmal nur die grundlegende HTML-Form, also wirklich das rohe Gerüst, inklusive natürlich CSS und JavaScript. In diesem JavaScript steht dann wiederum drin, hey, frag doch mal bitte nach dem Namen, nach den abonnierten Kanälen, nach dem Profilbild und so weiter und so fort. Das steht im JavaScript drin. Das heißt, der Client fragt dann unseren Server nach einer Information, nach einem Stück Information. Und das bekommen wir dann wiederum also diese Anfrage bekommen wir über JavaScript zum Beispiel als Get-Befehl oder als Post-Befehl oder was auch immer wir machen wollen, und zwar über die API und ja, normalerweise in JSON-Format. Manche APIs arbeiten auch immer noch mit XML, das würde ich euch nicht empfehlen. Ich würde immer JSON verwenden für eine API momentan, weil XML ist einfach veraltet, ne? So, der Server fragt dann im Hintergrund natürlich in der Datenbank nach, was da alles passiert, berechnet das von mir aus und so weiter und so fort und liefert den Namen an das Frontend und das Frontend muss jetzt diesen Namen in die HTML, also quasi so, dass es angezeigt wird, einfügen. Das heißt, wir haben quasi die Berechnung, wie das Ganze aussieht, ins Frontend übergelagert. Also der Client berechnet das alles. Das hat mehrere Vorteile, vor allem kann ich hier so relativ modular das Ganze eben aufbauen für mich. Das heißt, ich habe hier zum Beispiel ein Frontend, was mein Webbrowser ist, mein YouTube in Chrome. Ich habe aber auch gleichzeitig die Möglichkeit, diese API-Aufrufe von einer App zum Beispiel durchzuführen. Das heißt, ich habe hier zum Beispiel noch ein zweites Frontend, was mir eine Android-App ist und ein drittes Frontend, was eine iOS-App ist und ein viertes Frontend, was, I don't know, eine Desktop-Applikation ist und so weiter und so fort. Ja? Und die können alle auf dieselbe API zugreifen, machen oder berechnen das natürlich dann aber jeweils für sich. Während beim Server-Side-Rendering, da habe ich dann immer das Problem, diese Informationsbrocken, die berechne ich ja schon auf dem Server. Das heißt, was da rauskommt, HTML, JavaScript und CSS, das sieht jedes Mal gleich aus, egal für welches Gerät sozusagen. Ich kann das nicht, oder natürlich kann ich das auch sonst wie definieren, aber es ist ein bisschen umständlicher. So kann ich es einfach den Client berechnen lassen. Noch ein Vorteil ist, die meisten Berechnungen sind hier auf Client-Seite, das heißt das ganze Layouting und so weiter und so fort, das läuft auf Client-Seite, aber ich habe natürlich hier in APIs und Client-Side-Rendering habe ich mehr Aufrufe an den Server, das heißt, ich habe hier erstmal die Login-Seite, dann habe ich diesen API-Aufruf, dann habe ich den API-Aufruf. Normalerweise hat man ja nicht nur einen, normalerweise holt man sich die abonnierten Kanäle, das Profilbild, den Namen und so weiter und so fort. Das sind ja wirklich, wirklich viele Sachen, die ich da anfragen muss, und das resultiert natürlich in mehr Aufrufe, aber insgesamt nicht unbedingt mehr Last für den Server, weil der Server hier nicht wirklich mehr machen muss. Der muss nur die Anfragen eben bearbeiten können. So, jetzt gibt es dafür aber auch noch eine alternative Lösung und die ist momentan, sagen wir mal, beliebt, wobei APIs natürlich auch mega beliebt sind. Ja, also was ich euch jetzt vorstelle, ist relativ aufwendig.
Aber natürlich auch sehr, sehr praktisch. Und zwar das sogenannte Backend for Frontend. Und das Backend for Frontend hat natürlich die eine Eigenheit, wir haben mehrere Backends. Ja? Das haben wir bei APIs auch. Wir können jede einzelne API auslagern in einen separaten Container sozusagen, einen Docker-Container, beziehungsweise wie eine virtuelle Maschine, könnt ihr euch das vorstellen. Und wir haben dann zum Beispiel eine API, die macht alles, was User angeht. Da stehen alle User-Daten drin und so weiter und so fort. Wir haben eine API, da sind alle Videos drin. Wir haben eine API, da sind die Empfehlungen drin und so weiter und so fort. Und die kann ich natürlich dann auch einfach alle von meinem Frontend ansprechen. Ich kann aber auch einfach dieses Backend for Frontend meine Datensammelarbeit machen lassen. Also nehmen wir an, wir haben 150 verschiedene APIs und die haben alle eben Informationen für mich. Aber das Frontend soll bitte einfach über Server-Side-Rendering berechnet werden, damit es halt möglichst wenig Aufrufe auch am Ende sind. Also was ich mache ist, mein Browser fragt natürlich beim Server an, hey, gib mir mal das Login für Morpheus. Und der Server, der da antwortet, der ist eigentlich nur einer von sehr, sehr vielen. Und der berechnet hier Sachen. Also zum Beispiel erstmal berechnet er oder hat er bei sich gespeichert die grundlegende HTML-Form. Cool. Da fehlt jetzt natürlich noch der Name, Profilbild und so weiter. Ihr kennt das Ganze. Und deswegen nehmen wir hier eine serverseitige Sprache, sowas wie PHP oder Express oder Node.js oder Flask oder was auch immer ihr wollt. Und wir berechnen bzw. holen von anderen APIs den Namen und die anderen Informationen, die wir alle brauchen. Das heißt, wir holen das auf unserem serverseitigen Layout, holen wir all diese Informationen ab. Wir bekommen die natürlich von den APIs und den Datenbanken zurück. Wir fügen das alles zusammen, sodass wir eine große gemeinsame Strategie haben und liefern das dann wiederum an das Frontend aus, sprich an den Browser, wo der User das Ganze dann sieht. So, das sind eure 3 Möglichkeiten. Ich habe jetzt schon ein bisschen was zu den Vor- und den Nachteilen erzählt. Grundsätzlich sind alle 3 Strukturen wirklich gang und gäbe und nichts davon ist schlecht oder besser als was anderes. Es sind einfach nur andere Lösungsansätze. Man kann jeden dieser Ansätze komplett modular aufbauen. Beim Server-Side-Rendering hat sich in der Vergangenheit ein bisschen was schwer getan damit, dass man das modular aufbaut. Das lag vor allem daran, dass man halt einfach PHP in die HTML-Datei reingeklatscht hat. Mittlerweile ist das nicht mehr so. Mittlerweile kann man auch wunderbar mit PHP zum Beispiel modular arbeiten. Das ist wirklich toll geworden mittlerweile. Und ihr könnt auch wunderbar eine API mit PHP schreiben. Das funktioniert auch ohne Probleme. Ihr könnt grundsätzlich alles davon richtig und, elegant aufbauen. Ja? Ihr müsst euch nicht auf eins beschränken. Es ist immer eher die Frage, wo wollt ihr den Aufwand haben? Wollt ihr den Aufwand, also den Programmier-Mehraufwand sozusagen eher im Frontend haben, eher im Backend haben oder wollt ihr das ganze Ding auf wirklich sehr, 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 sehr viele Teams verteilen und die sollen das dann alles vielleicht auch irgendwann mal zusammenfügen. Das heißt, ihr habt sehr viele APIs und ihr wollt die zum Beispiel dann irgendwann zusammenfügen, dann könnt ihr das mit Backend for Frontend machen. Ja, und das war's eigentlich soweit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr seid ein bisschen schlauer geworden. Ihr werdet dieses Video hier für einige Playlisten brauchen. Zum Beispiel für die Express-Playlist, die ich gerade aufnehme und weswegen ich dieses Video hier auch gerade neu erstellt habe. Die wird euch dann in den nächsten paar Tagen, Wochen, wie auch immer, um die Ohren fliegen. Und ich wünsche euch was. Bis dann. Ciao.